Willkommen zurück, liebe Lego-Fans, zu einem neuen Video oder besser gesagt zu einer neuen Ära hier auf diesem Kanal. Es ist zum Glück nicht so, dass ich ab jetzt nur mehr alleine Videos mache, weil mich Rita aufgrund der großen Lego-Manie sitzen hat lassen. Ganz im Gegenteil, die junge Dame wird immer verrückter nach den kleinen Klemmbausteinen. Es ist fast so, dass ich schon ein bisschen eifersüchtig bin, aber ich habe mir gedacht, ja, wir haben euch ja irgendwann mal bei einer Inventur unseres Archivs die Kisten gezeigt, wo auch Lego-Technik drinnen sind. Und zwar ja, haben wir mal ein relativ großes Konvolut gekauft. Ich darf euch gar nicht sagen, was das gekostet hat, da wird euch schlecht. Aber in dem Set war so viel drin, dass wir bis heute nicht dazu gekommen sind, alle Sets da herauszusortieren und aufzubauen und auch zu reinigen und so weiter. Wir haben da großteils nur mal die City-Sachen und auch die Züge heraus sortiert, und es sind aber auch wahnsinnig viele Lego-Technik-Sets dabei, wo wir jetzt nicht gewusst haben, was wir damit machen sollen. Rita war eigentlich immer dafür, dass wir sie verkaufen, dann haben wir doch wieder gesagt, okay, wir behalten sie uns. Auf jeden Fall habt ihr einige Male gesagt, dass euch die Lego-Technik-Sachen auch interessieren würden. Jetzt haben wir uns mal, oder besser gesagt ich habe mir mal eins dieser Sets herausgesucht, habe geschaut, dass alles komplett ist, und jetzt schauen wir uns das gemeinsam an. Rita macht ja immer ihre Lego-Dots-Videos und das macht sie auch ganz toll, deswegen habe ich mir gedacht, ich muss etwas Männliches machen, und deswegen schauen uns wir heute mal ein Lego-Technik-Set an, und zwar ist das die Setnummer 8462, der Abschlepptruck aus dem Jahr 1998. Ja, was kann ich euch Großartiges über dieses Set sagen? Bitte entschuldigt, wenn ich irgendwelche Fehler mache. Ich bin, was Lego-Technik anbelangt, jetzt noch nicht ganz so firm, aber das wird natürlich auch noch werden. Es ist ein Set mit 774 Teilen. Er ist blau, er ist im vorderen Teil, speziell auch im Cockpit, teal. Das ist die Farbe, die es jetzt 20 Jahre bei Lego nicht gegeben hat. Und er ist natürlich grau und schwarz. Ja, also ganz ehrlich, er sieht für viele Fans ein wenig zu futuristisch aus. Das kann ich nur unterschreiben, wenn wir gleich mal zu den negativen Punkten kommen. Er sieht schon ein wenig abgespaced aus, also das ist kein normaler Abschlepptruck. Auf der anderen Seite war das nicht die Zeit 1998, ihr müsst euch vorstellen, das war doch die Zeit, wo es dann in Richtung Jahr 2000 ging, und alles gegen Ende der 90er war irgendwie so ein bisschen abgespaced, denn man dachte, mit dem Jahr 2000 kommt dann wirklich die Zukunft. Was ist gewesen? Es ist alles so wie bisher. Wir haben noch keine fliegenden Autos, wir können noch nicht unter Wasser atmen, es ist alles so geblieben. Auf jeden Fall ist das ein Relikt aus dem vergangenen Jahrtausend, wo man halt diese Jahr 2000 Geschichte noch ein bisschen hochleben hat lassen. Ganz wichtig, er hat verschiedene Funktionen, und zwar ist das ein Set aus der Pneumatik-Ära. Lego hat ja weit vorher, schon in den, glaube ich, 80er Jahren, Lego-Technik-Sets mit Batteriebetrieb herausgebracht, Kräne und alles Mögliche. Dann gab es die Sets, wo man kurbeln konnte, und es gab eine Zeit lang auch, und das seht ihr hier und auch hier, Sets mit Pneumatikfunktion, das heißt, hier arbeiten wir mit Luftdruck. Gehen wir mal die Funktionen gemeinsam durch, und ihr korrigiert mich, falls ich da irgendeinen Fehler machen sollte. Wir haben also als erstes mal hier eine Hand-of-God-Steuerung, das heißt, hier oben können wir bei diesem Trans-Yellow Rundenstein drehen, und dann wird hier gelenkt. Also der Wendekreis ist eigentlich ganz ordentlich für ein Set aus dieser Zeit. Das funktioniert auch noch wirklich gut. Also auch die Felgen, ich weiß nicht, ob die jemals sonst noch bei einem Lego-Set vorgekommen sind, und die Reifen sehen wirklich sehr anständig aus. Also die gefallen mir wirklich gut hier mit diesem, ich glaube, das ist Flat Silver. Das ist echt sehr, sehr cool gemacht. Würde auch auf irgendein Formel-1-Auto oder Rennauto passen. Es gibt auch übrigens noch ein B-Modell. Das ist dann ein bisschen ein kleinerer Wagen mit einem Anhänger hinten drauf, wo dann auch dieser Kran montiert ist. Also wir können lenken. Und dann haben wir jetzt noch hinten natürlich, was macht ein Abschlepptruck? Er kann Autos abschleppen, die kaputt sind zum Beispiel. Und das kann dieser Abschlepptruck sehr gut und sogar auf verschiedene Arten und Funktionsweisen. Zuallererst schauen wir uns mal diesen
ja, Kran hier. Der hat noch den guten alten Metallhaken, den viele Leute so lieben, der wirklich sehr schwer und sehr stabil ist. Das heißt, das Seil ist auch immer sehr gut, das hängt immer sehr gut durch und ist nicht wie bei den neuen, dass sich das immer teilweise nicht gescheit aufrollt. Also hier haben wir wirklich noch das gute alte Metallhakenteil. Dann haben wir hier ein schwarzes Zahnrad, mit dem lässt sich der Kran jetzt gleich mal drehen. Er geht natürlich nicht 360 Grad, aber 180. Also wir können ihn auf alle Seiten drehen, je nachdem, wo das kaputte Auto denn steht. Und dann haben wir die Besonderheit dieser Pneumatik-Luftdruckgeschichte. Und zwar haben wir hier, das ist keine Feder, das ist schon eine Feder, hier ist eine Feder verbaut, aber hier haben wir eine kleine Luftpumpe. Das müsst ihr euch so vorstellen wie bei einer Fahrradpumpe. Und damit können wir jetzt Luft in diese beiden Lufttanks, in diese Airtanks, die übrigens wirklich sehr teuer sind, hineinpumpen. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Denn ihr müsst euch vorstellen, hier diese Luft wird dann durch diese Schläuche hier in diese Tanks transportiert. Und es kann natürlich sein, ich meine, das Set ist über 20 Jahre alt, dass das nicht mehr ganz so dicht ist, wie es eigentlich sein soll. Wobei es bei dem Set eigentlich noch ganz gut funktioniert. Aber natürlich, die Schläuche werden speziell an den Stellen, wo sie eingehakt sind, etwas porös. Und ja, ihr merkt aber dann meistens nach kurzer Zeit wird das Pumpen immer schwerer und dann heißt es, dass die Airtanks, die Lufttanks gefüllt sind. So einer kostet auf Bricklink einzeln übrigens ungefähr 15 Euro, also das ist, oder startet bei 15 Euro, das ist horrend. Das ganze Set, ja, gibt es ein wenig unter 100, falls es euch gefällt. So, was können wir jetzt dann tun? Wir haben jetzt hier die Luft in die Airtanks eingefüllt und wir haben hier auf dieser Seite jetzt einen Hebel. Und auf der anderen Seite haben wir zwei Hebel, die kennt ihr vielleicht von anderen Lego-Technik-Sets. Was passiert jetzt, wenn wir diesen Hebel von der Position unten auf oben umstellen? Dieser Kran hier fährt sich aus. Ist das nicht toll? Das passiert alles mit Luftdruck. Hier sind so ja, Zylinder drin. Ich glaube, man nennt die auch Aktuatoren, wenn ich mich nicht täusche. Dieser hier wurde jetzt mit Luftdruck angehoben und unser Kran ist jetzt ausgefahren. Ich drehe den jetzt mal ein bisschen auf die Seite. Dann können wir hier, haben wir natürlich dann noch eine kleine Kurbel. Wenn wir an der kurbeln, können wir unseren Haken nach oben und nach unten ausfahren. Und ja, haben jetzt natürlich vom Wendekreis, vom Arbeitsradius schon ein bisschen mehr. Also jetzt können wir dann hier, wenn wir das abkurbeln, können wir schon ein relativ großes Auto auch hier anhängen. Das ist überhaupt kein Problem. So, wenn wir das jetzt erledigt haben und der Truck fährt dann wieder in seine Garage, weil er das kaputte Auto abgeliefert hat, können wir, und das funktioniert bei dem Set leider nicht immer so, ich weiß nicht, ob das in der Bedienungsanleitung so drin ist, dass das gehen soll, wenn wir hier den Schalter wieder umlegen, oh, jetzt hat es funktioniert. Das ist manchmal, vielleicht habe ich jetzt wirklich genug Luft hineingebracht, das funktioniert manchmal nicht, also wenn wir wieder hinuntergeben, nimmt er wieder die Luft aus diesem Zylinder raus und funktioniert einwandfrei. Wir haben ihn wieder in der Grundposition. Jetzt pumpen wir noch ein-, zweimal nach, damit wir dann auch noch die Funktionen der anderen Seite zeigen können. Und zwar, wie ihr seht, wir haben hier jetzt sogar zwei Schalter. Einer ist hier unten, einer ist hier oben. Ich weiß jetzt nicht, welcher ist, aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Und zwar bei diesem hier, wenn wir den nach unten geben, dann hebt sich dieser komplette hintere Teil an. So hoch wird er wahrscheinlich dann nicht sein, wenn er ein Auto transportiert. Ich zeige euch gleich warum. Mir den Kran mal ein bisschen auf die Seite. Denn wenn man beim zweiten nach unten drückt, dann fährt diese Brille, die ist jetzt auf die Seite gekippt, aber das macht nichts, weil die ist relativ flexibel, dann fährt diese Brille, wo man dann ein Auto mehr oder weniger aufladen kann, fährt dann herunter. Das heißt, es wäre wahrscheinlich besser, wenn wir es so machen, lassen wir die Brille mal herunter, bis auf den Boden. So, also beispielsweise, wir haben jetzt ein kaputtes Auto, wir machen das dann so, dass wir den Kran hier nochmal ausfahren. Seht ihr, wie gut das funktioniert mit der Luft? Das heißt, wir fahren den Kran so weit aus, dass er das Auto ein bisschen aufheben kann. Dann stellen wir das Auto hier,
Seht ihr, jetzt ist zum Beispiel zu wenig Luft drin, aber wenn wir ein bisschen nachpumpen oder so nachhelfen, dann sollte es gehen. Nein, so, jetzt aber. Und dann steht das Auto mit den beiden Vorderreifen oder Hinterreifen hier drauf. Und wenn wir jetzt noch genug Luft haben, jetzt muss ich schauen, ob ich den richtigen Schalter erwische. Ja, können wir hier so ein bisschen aufheben. Seht ihr das? Dass das Auto vorne oder hinten, je nachdem wo es aufgehoben ist, ein wenig in der Luft ist und dann kann es schön transportiert werden. Ja, super wäre es natürlich, wenn es jetzt auch noch ein Auto gäbe, was man mit diesem Set transportieren kann. Ich weiß nicht, ob es das gibt, soweit bin ich noch nicht in die Technikwelt vorgedrungen. Aber ja, die Funktionen machen auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und es sieht eigentlich ganz toll aus. Ich meine, natürlich könnte man sagen, was das hier soll, weil das eher alles so, ja, nennen wir es mal, man hat einen guten Blick ins Innere des Modells, aber andererseits hier müssen ja auch, das war noch die alte Zeit, wo auch noch viele klassische Technik-Bricks verbaut wurden, alles noch eher auf die alte Art und Weise geregelt. Hier vorne haben wir zwar hier mit diesen Schläuchen schon, die sind ja übrigens auch teilweise für die Pneumatik verwendet in anderer Form. Das ist schon ein bisschen vom Stil her, wie wir es auch von den aktuellen Modellen kennen, aber im Großen und Ganzen ist das ja trotzdem noch ein Technikset der alten Zeit. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr von diesem Set haltet, ob ihr es vielleicht haben wollt oder was auch immer und auch wie es euch von der Optik her gefällt. Also die Funktionen, da braucht man eigentlich, glaube ich, da kann man wirklich nicht meckern. Das sieht sehr toll aus. Ich werde jetzt die Brille wieder nach oben fahren. Das fährt auch dann hier so toll hinein. Hier seht ihr das. Hier ist wirklich schön Platz, damit das, wenn der Abschlepptruck gerade kein Auto transportiert, hier alles schön verstaut ist. Ja, das Cockpit habe ich euch schon gezeigt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war jetzt nach langem, ich habe als Kind mal Lego Technik-Sets aufgebaut, aber nach langem wieder mal ein Technikset, was ich wirklich von Grund auf aufgebaut habe und mir hat es sehr Spaß gemacht. Das Set ist toll, es hat wirklich schöne Funktionen und ja, ich kann es eigentlich nur empfehlen und wenn man so bedenkt, ja, was Lego jetzt momentan gerade so im Technikportfolio hat, da ist es sogar zu überlegen, ob man nicht, bevor man sich jetzt da irgendeines dieser neu modernen Sets kauft, von denen eh alle ja eigentlich keine besonders gute Meinung haben, wobei ich mich nicht auskenne, ich kann es euch nicht sagen. Wenn man den zum Beispiel irgendwo mal um die Gegend von 70 € bekommt, ist es ja durchaus zu überlegen, ob man sich den nicht ins Wohnzimmer stellt. Sagt uns auf jeden Fall, was ihr davon haltet und dann sehen wir uns sicher mit dem ein oder anderen Lego-Set oder vielleicht auch natürlich einem Stadtupdate bald wieder. Bis zum nächsten Mal.